Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Nachdem wir euch das letzte Mal unsere Lieblingsfilme vorgestellt haben, präsentieren wir heute unsere Lieblings-Kaiju. Auf dem 10. Platz meiner Liste befindet sich Biolante. Sie hatte ihren ersten Auftritt 1989 im Film Godzilla der Urgigant. Biolante war Godzillas erster Gegner in der Heise-Ära und das erste bedeutende Kaiju der Reihe, das pflanzenbasiert war. Sie entstand, als Dr. Genshiro Shirigami Godzilla Zellen in eine Rose einfügte, in die er bereits zuvor die Zellen seiner verstorbenen Tochter Erika einfügte. Dadurch mutierte die Rose in rasantem Tempo und wurde zu einem riesigen Blumen-Kaiju, in dem das Bewusstsein von Shirigamis Tochter Erika weiterlebte. Damit hat dieses Kaiju nicht nur eine sehr interessante Hintergrundgeschichte, sondern auch die gesamte Erscheinung mit den verschiedenen Formen hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Auf Platz 9 folgt Mothra, allerdings speziell Mothra Leo. Mothra Leo hatte seinen ersten Auftritt 1996 im Film Mothra, das Siege der Elias. Danach hatte er einen Auftritt in den 2 anderen Filmen der Mothra-Trilogie. Das Coole an Mothra Leo sind seine diversen Formen und die damit in Verbindung stehenden Fähigkeiten, die seiner Mutter bei Weitem übersteigen. So sehen wir ihn in der Rainbow, Aqua, Lightspeed, Armor und Eternal Form. Diese letzte Form ist die bis heute stärkste Variante einer Mothra. Auf dem 8. Platz folgt Red King. Zum ersten Mal war er 1966 in der 8. Folge von Ultraman zu sehen und hat sich seitdem allgemein zu einem Fanliebling der Serie entwickelt. Über die Jahre kommen viele verschiedene Formen hinzu, doch eines blieb immer gleich. Red King ist ein wildes Kaiju, das den Kampf liebt und damit bis heute das darstellt, was die Kaiju in den früheren Jahren ausgemacht hat. Eine fast unaufhaltsame Gefahr. Auf dem 7. Platz befindet sich Hydrox. Hydrox, auch Ghidorah genannt, hatte seinen ersten Auftritt 1971 im Film Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster und ist eine außerirdische Lebensform, die auf der Erde gelandet und sich dort von der Verschmutzung der Menschheit ernährt, bis es zu gigantischer Größe heranwuchs. Bei diesem Kaiju ist es weniger sein Design oder seine Fähigkeiten, die mir so gefallen, sondern seine Hintergrundgeschichte. Japans Wirtschaftswunder befand sich auf seinem Höhepunkt, doch mit diesen gingen massive Umweltverschmutzungen einher. Dies wurde später so schlimm, dass in Großstädten wie Tokio ein paar Jahre später Sauerstoffbars errichtet wurden, damit die Leute den permanenten Smog kurzzeitig entfliehen konnten. Genau dieses Problem wird durch Hydrox unzensiert im Film aufgezeigt. Auf den 6. Platz hat es King Kong geschafft. King Kong hatte sein Filmdebüt 1933 im Film King Kong und die weiße Frau. 1962 hat er es mit dem Film Die Rückkehr des King Kong ins Godzilla-Universum geschafft. Was mir an ihm gefällt, ist, dass er keine übernatürlichen Fähigkeiten besitzt, ausgenommen von seiner massiven Größe, und deswegen meistens auf andere Mittel zurückgreifen muss. Vor allem im Monsterverse ist zu sehen, dass er ohne Werkzeuge nicht mithalten könnte. Und trotz dieser, wahrscheinlich auch für ihn offensichtlichen Schwäche, stürzt er sich immer wieder in den Kampf, um die Menschheit zu beschützen. Ghidorah hat sich den 5. Platz verdient. Er hatte 1964 im Film Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah sein Debüt. Mittlerweile wird er auch als King Ghidorah oder Monster Zero bezeichnet. Er vereint alles Schlechte in sich und zerstört aus purem Vergnügen. So hat er, je nach Film, die Venus zerstört oder auch die Dinosaurier ausgerottet. Die einzige Ausnahme bildet der Film GMK. Dort ist er als Wächtermonster dargestellt. Dies ist allerdings dem Umstand geschuldet, dass es gravierende Änderungen am Drehbuch gab und er den Platz von Varan oder Anguirus angenommen hatte. Im Laufe der Zeit kamen auch verschiedene Versionen seiner selbst zum Vorschein. So gab es eine Mecha-Variante, eine völlig übertriebene Entität und seine Kaiser Ghidorah-Form. Diese Form habe ich übrigens auf den 4. Platz gesetzt. Kaiser Ghidorah bzw. Monster X hat seinen einzigen Auftritt im 2004 erschienenen Film Final Wars. Der war im Meteoriten Gorath eingeschlossen und wurde befreit, als Godzilla den Meteoriten zerstörte. Nachdem er sich mit Godzilla einen ebenwürdigen Kampf lieferte, verwandelte er sich in Kaiser Ghidorah, nachdem Godzilla das Mutterschiff Daxilien zerstörte. In dieser Form war er Godzilla überlegen und konnte nur durch die Hilfe der Gotengo siegen. Was mir in dieser Form besonders gefällt, ist das Design von beiden. Der Anzug von Kaiser Ghidorah war dabei derart komplex, dass gleich 2 Schauspieler im Anzug stecken. Namentlich Motokuni Nakagawa, der zuvor schon Monster X verkörpert hat, bekam mit Tishihiro Ogura Verstärkung. Auf dem 3. Platz folgt Destroyer. Er hatte seinen bisher einzigen Auftritt 1995 im Film Godzilla vs. Destroyer. Er ist das Produkt von vielen Drehbuchänderungen und hat dadurch einen der besten Designs im gesamten Franchise bekommen. Im Film entstand er, nachdem der Oxygenzerstörer von Serizawa bei der Vernichtung des ersten Godzillas Tiefseekrabben mutieren ließ. Destroyer selbst ist im Kampf Godzilla zuerst unterlegen, doch hat er im Vorfeld schon Junior ausgeschaltet.
Das Blut von Junior nutzte er nun dafür, dass er noch weiter mutieren konnte und seine perfekte Form erreichte. Grüße gehen raus an Cell. In dieser Form war er Godzilla scheinbar überlegen, doch aufgrund von Godzillas bevorstehender Kernschmelze wollte er fliehen, da er keine Chance auf den Sieg sah. Die JSDF frierte allerdings seine Flügel ein und so starb er kurz bevor auch Godzilla starb. Destroyer war damals der perfekte Endgegner der Heise-Ära und blieb, auch wegen Godzillas Tod, unvergesslich. Godzilla folgt nun auf den zweiten Platz. Ich glaube, zu Godzilla muss man nicht viel sagen. Seit seinem 1954 erschienenen Debütfilm war Godzilla immer wieder eine Metapher für die Gefahr der Atomkraft und der Menschen. Zwischendurch wurde er zwar zum Antihelden, aber diese Darstellung gefällt mir bis heute nicht. Für mich steht Godzilla bis heute für eine fleischgewordene Katastrophe. Egal ob es nun die Atombombenabwürfe, der Krieg oder der Gau AKW Fukushima ist. In jeder dieser Varianten wird er als Traumbewältigung genutzt und soll die Menschheit wachrütteln. Wer schon länger dabei ist, wird wohl den ersten Platz nun erahnen können. Er geht an Space Godzilla. Er hatte seinen ersten und bisher einzigen Auftritt 1994 im Film Godzilla vs. Space Godzilla. Im Film entsteht er, nachdem G-Zellen ins Weltall gelangten und dort zuerst in ein schwarzes Loch eingesogen wurden und dann aus einem weißen Loch geschleudert wurden. Er zeichnet sich vor allem durch sein taktisches Verständnis aus. So entführt er nicht nur Junior als Druckmittel, sondern schafft auch einen Kampfplatz, in dem er fast unbesiegbar ist. Godzilla hat die erste Begegnung klar verloren und auch beim zweiten Aufeinandertreffen kann er nur siegen, da er die Unterstützung von Mugira erhält. Dazu kommt ein Design, was seinesgleichen sucht, und er wird später von den Shibushin als grausame Verhöhnung von Godzilla bezeichnet. Wie bereits erwähnt, muss für mich so ein Godzilla aussehen. Nun aber seid ihr dran. Stimmt ihr meiner Liste zu oder habt ihr ganz andere Lieblings-Kaiju? Außerdem kommt nun auch gleich Sven seine Liste online, also bleibt dran. Es war Frankenstein.